Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Help Alliance Live. Heute möchten wir gemeinsam darüber sprechen, warum auch Projekte in Deutschland wichtig sind. Dafür haben wir spannende Gäste eingeladen und Sie haben jederzeit die Möglichkeit, über die Chatfunktion von Teams Fragen zu stellen. Auf diese werden wir dann gegen Ende unserer Live-Session eingehen. Mein Name ist Gregor Preis. Ich arbeite als Referent für Kommunikation und Volunteering bei Help Alliance und ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ganz egal, ob als Freund, Förderer oder Unterstützer von Help Alliance, von unseren Projekten, von unserer Partnerorganisation den Climb Lernferien, als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Lufthansa Group oder einfach, weil Sie neugierig sind und gemeinsam mit uns Gutes tun wollen. Lassen Sie mich zu Beginn noch einmal kurz Help Alliance als Organisation und das Format Help Alliance Live vorstellen. 1999 gegründet als e.V. von Mitarbeiterinnen der Lufthansa Group, setzt sich Help Alliance heute als gemeinnützige GmbH unter dem Dach der Lufthansa Group weltweit dafür ein, jungen Menschen Zugang zu Bildung zu verschaffen und sie dazu zu befähigen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Gemeinsam mit unseren ehrenamtlichen Projektleiterinnen und Projektleitern und unseren Unterstützerinnen und Unterstützern engagieren wir uns aus persönlicher Überzeugung und mit Leidenschaft für eine selbstbestimmte Zukunft von benachteiligten Menschen. Das digitale Format Help Alliance Live wurde im Juni ins Leben gerufen, um während der Corona-Krise mit allen Freunden, Unterstützern und Förderern von Help Alliance und den einzelnen Projekten im engen Austausch zu bleiben. Die aktuelle Situation bringt viele Herausforderungen mit sich. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lufthansa Group, die sich überall auf der Welt ehrenamtlich engagieren, bilden das Herzstück von Help Alliance. Vor der Krise war der persönliche Austausch mit und der persönliche Eindruck von Ihnen jederzeit möglich. Homeoffice und Reisebeschränkungen nehmen diese Möglichkeiten nun aber in Teilen. Hygienevorschriften erschweren das Durchführen von Projekten. Für ehrenamtliche Mitarbeit sind kreative Konzepte notwendig und finanzielle Unterstützung muss an vielen Stellen neu gedacht werden. Um weiterhin nah an den Projekten zu sein, ihre Herausforderungen und auch spannende Lösungen kennenzulernen, laden wir Sie also heute ein, bei Help Alliance Live dabei zu sein. Ja, zu Beginn habe ich von spannenden Gästen gesprochen. Dann möchte ich diese Ihnen doch mal kurz vorstellen. Zum einen haben wir Mohammed Atalla. Er ist Projektportfolio Manager bei Help Alliance und dadurch unter anderem verantwortlich für alle Projekte in Deutschland. Mit ihm will ich dazu sprechen, warum Help Alliance Projekte in Deutschland wie die Climb Lernferien fördert und wie genau sich so eine Kooperation und die gemeinsame Projektarbeit gestaltet. Dann haben wir Christine Klemmer. Sie ist Mitarbeiterin der Lufthansa-Tochter Jetainer und ehrenamtliche Projektleiterin bei Help Alliance für das Projekt zusammen mit Climb. Sie ist uns nachher zugeschaltet von einer Schule, an der gerade die Climb Lernferien stattfinden, in Mainz, gemeinsam mit Anna Tremel. Sie ist Vertreterin von Climb und Lokalkoordinatorin der Climb Lernferien in Mainz. Mit Ihnen werde ich darüber sprechen, wie die Climb Lernferien arbeiten und welches Konzept die Organisation verfolgt. Dann haben wir noch Markus Große heute mit dabei. Er ist Mitarbeiter ehemals Lufthansa Technik, inzwischen Lufthansa und ja, Unterstützer von Help Alliance und war schon ein paar Mal als Volunteer in dem Projekt mit den Climb Lernferien tätig. Ganz zum Abschluss haben wir noch ein Special für Sie vorbereitet. Wir schalten nämlich live in eine Mainzer Grundschule, wo gerade die Climb Lernferien stattfinden und werden dort auch mit ein oder zwei Schülerinnen sprechen können, was denn die Climb Lernferien für Sie bedeuten. So, jetzt kennen Sie das Format, Sie kennen unser heutiges Thema und Sie kennen unsere Gäste. Es kann also losgehen. Und die erste Frage möchte ich gerne an Mohammed stellen. Kannst du uns zum Beginn eine kurze Einordnung geben, warum Help Alliance Projekte auch in Deutschland fördert, warum Projekte auch in Deutschland relevant sind? Ja, vielen Dank, Gregor. In Deutschland fördert die Help Alliance Projekte in den beiden Bereichen Bildung und Arbeit und Einkommen. Im Bereich Bildung fördern wir hauptsächlich Projekte mit Fokus auf die Schwerpunkte Chancengleichheit und Bildungsförderung.
Im Bereich Arbeit und Einkommensförderung fördern wir Projekte zur Verstärkung der Integration und zu einem verbesserten Zugang zum Arbeitsmarkt. Da wir heute aber über ein Bildungsprojekt sprechen, möchte ich vielleicht mehr auf unsere Motive, auf die Gründe, warum wir auch Projekte in Deutschland auch fördern, etwas mehr eingehen. In Deutschland, trotz der wirtschaftlichen Stärke, sind viele Kinder leider und Jugendliche auch immer wieder von Bildungsbenachteiligungen betroffen. In Deutschland ist jedes 5. Kind von Armut gefährdet. Das sind insgesamt circa 2,5 Millionen Kinder. Ein wichtiger Indikator natürlich dafür ist auch der Abschluss oder der Bildungsabschluss der Eltern. Denn Kinder aus bildungsfernen Familien haben in Deutschland deutlich schlechtere Erfolgschancen als Kinder aus bildungsstarken Familien. Dazu kommt auch natürlich das Thema, dass viele Kinder leider mit Migrationshintergrund einen großen Einfluss auf Bildungschancen der jungen Menschen hat. Das Thema Migration spielt immer noch leider eine große Rolle in diesem Zusammenhang. So ist zum Beispiel etwa der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund an Hauptschulen etwas mehr als doppelt so hoch wie an Gymnasien. Das führt natürlich auch dazu, dass Menschen insgesamt und generell mit niedrigen Bildungsabschlüssen sind von einem höheren Risiko der Arbeitslosigkeit natürlich auch stärker und armutsgefährdet auch betroffen. Uns bei der Help Alliance ist es ein Anliegen, das Zusammenleben in Deutschland positiv zu beeinflussen, indem wir auch Bildungschancen ermöglichen und auch mehr Chancengleichheit schaffen. Das ist auch, warum wir auch überhaupt unsere Arbeit machen. Das ist der Grund, warum wir auch durch unser bildungsergänzende Angebote auch arbeiten. Wir wollen und können auch die staatliche Rolle gar nicht übernehmen, sondern vielmehr möchten wir auch mehr Bildungsangebote, ergänzende Bildungsangebote schaffen, die das auch ermöglichen. Das passt auch natürlich im Rahmen der Corporate Social Responsibility von der Lufthansa Group, da die Lufthansa Group als global agierender Konzern eine soziale Verantwortung hat und diese auch gerne übernehmen möchte. Deswegen setzen wir auch an diesen Stellen an. Super, danke Mohammed für diesen ersten Eindruck. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesprochen von Schülerinnen und Schülern, Kindern mit Migrationshintergrund. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, was genau denn eigentlich die wesentlichen Zielgruppen sind und uns vielleicht auch ein paar Beispielprojekte nennen, die Help Alliance hier in Deutschland fördert? Unsere Hauptzielgruppe ist benachteiligte Kinder und Jugendliche, die von Armut und sozialer Ungleichheit betroffen sind. Die Kollegen von Climb werden auch gleich mehr auf das Projekt eingehen. Deswegen würde ich vielleicht mehr auf andere Projekte eingehen. Wir fördern in Deutschland insgesamt in 2020 9 Projekte. Im Bereich Bildungsförderung haben wir zum Beispiel Projekte wie Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund in Flörsheim. In diesem Projekt kommen jede Woche ca. 60 Kinder mit Flucht- und Migrationshintergrund zusammen, um gemeinsam durch Spiel oder Sport die deutsche Sprache zu erlernen. Begleitet natürlich von Hausaufgabenbetreuung und so weiter. Im Bereich Arbeit und Einkommen haben wir Projekte wie zum Beispiel Lotsen für eine starke Zukunft in Hamburg, gemeinsam mit dem Verein Hanseatic Help. In diesem Projekt werden ehrenamtliche Mentoren mit Migrationshintergrund in Hamburg zu Bildungs- und Integrationsförderern ausgebildet, die wiederum junge geflüchtete Menschen bei der Bildungs- und Integration in den deutschen Arbeitsmarkt auch unterstützen. Das klingt spannend, danke. Jetzt haben wir aber seit März diese Corona-Pandemie auch hier in Deutschland. Ich bin mir sicher, das hat auch auf die Projekte und die Projektarbeit hier in Deutschland Einfluss. Kannst du vielleicht aus deiner Perspektive da noch ein paar Sätze dazu sagen, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer einen kleinen Einblick bekommen? Ja, die Corona-Pandemie hatte einen großen Einfluss auf unsere Arbeit, vor allem auf unsere Projekte, sowohl weltweit als auch in Deutschland. Viele Projektaktivitäten, die beispielsweise an Schulen oder in Vereinen stattfinden sollten, mussten erstmal abgesagt werden. Die ersten Wochen waren für uns und auch für unsere Projekte und für Tausende von Begünstigten auch sehr schwierig, da keiner auch genau wusste, wie lange es noch dauern wird und in welchem Ausmaß auch die Pandemie unser Leben und somit auch unsere Projektarbeit beeinflussen wird. Inzwischen wissen wir, dass die Pandemie uns länger begleiten wird und dass wir uns leider an diesen New Normal gewöhnen müssen.
Sobald das auch klar wurde, haben die meisten unserer Deutschland-Projekte, aber auch Projekte weltweit ihre Arbeit angepasst und neue kreative und innovative Maßnahmen entwickelt, um die Projektaktivitäten trotz Physical Distancing und Corona-Auflagen umsetzen zu können. So haben beispielsweise einige Projekte ihre Workshops oder Trainings online angeboten und andere haben zum Beispiel eine Mischung aus Online- und Präsenzveranstaltungen zum Beispiel ausgewählt, sofern das möglich war. Genau, andere Projekte haben zum Beispiel Lernmaterialien zu den Kindern nach Hause geschickt, damit sie auch da vor Ort zu Hause lernen können und haben auch da eine telefonische oder eine Online-Beratung bei der Lösung der Aufgabe und bei dem Lernen auch angeboten. Okay, kreative Lösungen, Ansätze sind also in der Corona-Zeit notwendig. Ich würde gerne noch mal kurz auf ein anderes Thema eingehen. Du hast ja ein paar Projekte vorgestellt, die von Help Alliance finanziell unterstützt werden, Mhm. aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Was genau hat es denn mit Volunteering auf sich? Also seit der Gründung der Help Alliance wird jedes Projekt von einem oder einer Mitarbeiter oder Mitarbeiterin betreut. Sie agieren als Projektleiter oder Projektleiterin, so wie heute zum Beispiel Christina Klemmer. Und diese Projektleiterinnen und Projektleiter betreuen das gesamte Projekt von der Antragsphase bis zum Projektabschluss. Darüber hinaus gibt es natürlich eine Vielzahl von wichtigen Unterstützerinnen und Unterstützer, die auch ehrenamtlich in den Projekten tätig sind, wie heute zum Beispiel Markus. Und sie sind auch darüber hinaus im Projekt engagiert. Also wir übernehmen jetzt keine Projektleitungsrolle, sondern sind im Projekt selbst engagiert. Dazu haben wir auch natürlich eine Vielzahl an engagierte Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel über die lokale Help Alliance Communities engagiert sind und Aktionen selbst organisieren oder regelmäßig bestimmte Aktionen dann koordinieren. Innerhalb der Lufthansa Group haben wir unglaublich viele Kompetenzen, von denen auch viele Projekte profitieren können. Deswegen ist unser Ansatz, verfolgen wir auch einen Skill-based Ansatz, so dass die Projekte auch den besten Social Impact auch von diesen Volunteeringsansätzen bekommen können. Bei unseren Projekten in Deutschland können sich auch natürlich viele Kolleginnen und Kollegen direkt vor Ort engagieren, teilweise durch regelmäßige oder langfristige Engagementmöglichkeiten, aber auch in unseren internationalen Projekten gibt es auch viele Bedarfe, die Unterstützung benötigen. Vor Corona gab es natürlich auch einige Volunteeringseinsätze in Projektländern. Zum Beispiel haben sich einige Kolleginnen und Kollegen in Gambia, Nepal oder in Togo im Rahmen von Lufthansa Group Trainee- und Ausbildungsprogramme engagiert. Aktuell handelt es sich natürlich in erster Linie um virtuelles Volunteering aufgrund der Corona- und Reisebeschränkungen natürlich. Zum Beispiel haben einige Kolleginnen und Kollegen einen digitaler Englisch-Konversationskurs für Schülerinnen und Schüler und auch für Lehrerinnen und Lehrer in unserem Projekt in Dehradun in Indien angeboten. Wow, es gibt also einige Möglichkeiten, ja, wie man sich einbringen kann, wie man Help Alliance unterstützen kann. Vielleicht ganz kurz zum Schluss noch, wo können sich denn nun interessierte Kolleginnen und Kollegen oder auch ja, andere Menschen da draußen informieren und wie können sie Help Alliance unterstützen? Also in erster Linie natürlich über unsere Webseite helpalliance.org. Da sind alle Projekte, alle Unterstützer und die ganzen Informationen über unsere Arbeit nochmal ausführlich dargestellt. Wir haben auch im Rahmen oder im Zuge der Corona-Krise und im Rahmen der Initiative Stronger Together die Yammer-Plattform ins Leben gerufen für intern, also für Kolleginnen und Kollegen, die quasi jetzt im Prinzip nach Möglichkeiten suchen, nach Engagementmöglichkeiten oder anderen Menschen helfen möchten. Da können sich auch über unsere Help Alliance-Gruppe viele Kolleginnen und Kollegen auch jetzt über Angebote sich informieren. Aber dazu natürlich auch für Menschen, die jetzt nicht bei der Lufthansa Group arbeiten. Sie können uns natürlich unterstützen, indem sie auch uns gerne anschreiben, wie konkret sie das machen möchten, aber auch natürlich, an dem sie auch an uns spenden, damit wir auch unsere Projektarbeit weiter fördern können, weil dadurch können wir auch die Projekte fördern. Alles klar. Vielen Dank, Mohammed, für den Einstieg ins Thema und den Gerne. Überblick, ja, warum und welche Projekte Help Alliance in Deutschland fördert. Jetzt gleich wollen wir uns ein Projekt davon, nämlich die Klein-Lernferien, genauer anschauen, besser kennenlernen.
Da werden wir auch auf das Thema kommen, was denn Climb eigentlich besonders macht. Und ich kann schon verraten, ein Stichwort wird die Stärkenorientierung sein. Deswegen abschließend an dich, Mohammed, die Frage, was kannst denn du richtig gut? Gute Frage. Also ich freue mich besonders, mit neuen Menschen und also mit neuen Kulturen zusammenzuarbeiten. Deswegen würde ich jetzt behaupten, dass ich mit neuen Kulturen und verschiedenen Kulturen gut zusammenarbeiten kann und ja, also gut umgehen kann. Sehr gut, ist notiert. Vielen Dank. Genau, unser Danke, heutiges Gregor. Projekt im Fokus sind die Climb-Lernferien. Bei den Climb-Lernferien können armutsgefährdete Kinder in den Ferien ihre Stärken entdecken, unabhängig vom Portemonnaie ihrer Eltern und der Postleitzahl ihres Stadtteils können sie ihre Potenziale entfalten. Wer an Climb teilgenommen hat, zeigt danach selbstbewusster, was er oder sie kann, bleibt am Ball, wenn es schwierig wird und kann die eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln. Christine, du bist Mitarbeiterin im Lufthansa-Konzern und ehrenamtliche Projektleiterin für das Projekt mit Climb. Zum Start auch gleich die Frage an dich. Was kannst denn du richtig gut? Ja, hallo Gregor, danke. Ich glaube, ich kann richtig gut motivieren und motiviert sein. Und vielleicht auch an dieser Stelle, Gregor, ich finde es cool, dass du und auch die Kolleginnen im Hintergrund richtig gut improvisieren können und den kleinen Technik-Hiccup so cool gelöst habt. Sehr schön, danke. Ja, motiviert sein, du kannst richtig gut motivieren. Das Stichwort greife ich gerne auf. Wie bist denn du eigentlich zu deinem ehrenamtlichen Engagement gekommen? Ist schon ein paar Jahre her. Ich habe in den Jahren 2017 und 2018 die Möglichkeit gehabt, mal meine Arbeitszeit befristet zu reduzieren und habe die Chance genutzt, für mich ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und so den Wunsch zu erfüllen, mal in eine ganz andere Welt einzutauchen, um mich sozial zu engagieren. Und bin in der Zeit auf die kleinen Lernferien hier in Mainz, wo ich wohne, gestoßen und habe mich mehrfach während dieser zweiwöchigen Lernferien als Lehrerin engagiert. Und genau, was du ja eingangs auch schon sagtest und auch die Frage, was kannst du richtig gut? Wir arbeiten bei Klein stärkenorientiert. Das heißt, wir versuchen darauf zu achten, was die Kinder richtig gut können und darauf aufzubauen. Weil gerade unsere kleinen Kids ja häufig im Alltag vielleicht eher zu spüren bekommen, was sie oder gespiegelt bekommen, was sie noch nicht so gut können. Also hören vielleicht, dass sie die Sprache noch nicht so gut können, noch nicht so gut schreiben können, noch nicht so gut lesen können. Und gerade das einfach mal zu drehen und zu gucken, vielleicht kann das Kind aber richtig gut Plus rechnen oder richtig gut malen oder richtig gut im Team zusammenarbeiten. Und darauf zu schauen, sich darauf zu fokussieren und das den Kindern zu spiegeln, das gibt ihnen ganz viel Selbstvertrauen, hilft, sich auch andere Sachen zuzutrauen und dran zu bleiben. Und ich fand es auch für mich eine ganz, ganz schöne und wichtige Erfahrung. Und ich glaube, man kann es auch ganz gut ins Erwachsenenleben übernehmen. Also gerade auch in meinem Berufsumfeld, glaube ich, fällt ganz häufig mal zuerst auf, was irgendwie schlecht läuft oder was jemand noch nicht so gut löst. Und ich glaube, wir können alle so ein bisschen von Stärkenorientierung profitieren. Ja, ich glaube, dem kann ich nur zustimmen. Du hast jetzt aber auch schon ein paar andere spannende Stichworte genannt. Zielgruppe sind eben Schulkinder, denen nicht alle Türen offen stehen. Zentraler Ansatz ist die Stärkenorientierung. Kannst du uns jetzt aber vielleicht auch nochmal so einen kurzen Überblick geben und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern beschreiben, was die Climb-Lernferien denn genau sind? Genau, also die Kleinferien sollen ein Ausweg aus diesem Teufelskreis sein, dass eben Chancen auch in Deutschland, wie Mohammed eingangs sagte, nicht gleich verteilt sind und jedes 5. Kind in Armut aufwächst. Also Stichwort Bildung. Die Lernferien finden immer über 2 Wochen eben in den Schulferien statt. Wir betreuen die Kids von 9 bis 16 Uhr und normalerweise in ihrer eigenen Schule, wie ihr auch hier im Hintergrund sehen könnt. Sodass die Kids das Gelernte viel einfacher in ihren Alltag übernehmen können und so in ihrer eigenen Struktur zu Hause sind. Und über den Tag verteilt haben wir morgens eine Deutsch- und eine Mathe-Lernzeit, nachmittags Projekte und natürlich auch ganz viel Zeit für Pausen und Ausflüge. Und es geht aber in den Lernzeiten nicht primär darum, dass wir mit den Kindern wieder oder den Lehrplan in Mathe und Deutsch nachzuholen. Es geht viel mehr um soziales Lernen und irgendwie die Vermittlung, dass Schule auch richtig Spaß machen kann.
Und so ein Ritual, wie wir das machen, ist zum Beispiel die Briefezeit. Jedes Kind hat einen kleinen Briefumschlag, so als Briefkasten, und wir LehrerInnen und auch die Kinder untereinander können Briefe schreiben mit Feedback, was die Kinder dann auch mit nach Hause nehmen können. Also zum Beispiel habe ich der Alra geschrieben, dass sie stolz drauf sein kann, dass sie heute weitergemacht hat, obwohl es vielleicht schwierig war. Und dass es mutig war, dass der Leon seine selbstgeschriebene Geschichte vorgelesen hat. Oder dass Colin und Luna in der Mathe-Rallye so gut waren, weil sie ganz toll im Team zusammengearbeitet haben. Und das sind Kompetenzen, die die Kinder einfach in ihren Alltag übertragen können und nachher in der Schule anwenden können und so die Chance haben, aus dieser Bildungsarmutsspirale auszubrechen. Okay, ich sehe, du bist wirklich sehr gut im Detail schon drin, warst ja auch selbst schon bei Klein-Lernferien mit dabei. Kannst du uns jetzt vielleicht noch mal kurz erzählen oder darstellen, was denn deine Rolle bei Help Alliance genau ist, beziehungsweise wie das zusammenhängt? Genau, also ich kam, wie gesagt, zuerst habe ich Klein und mein Projekt hier für mich gefunden, und mit der Help Alliance sind wir seit Herbst letzten Jahres im Austausch. Und auch, genau, also als ich wieder Vollzeit gearbeitet habe, habe ich natürlich Klein auch nur noch tageweise unterstützen können. Jetzt hilft mir ehrlich gesagt die Kurzarbeit ein Stück weit, dass ich da noch ein paar mehr Tage einbauen kann. Und so mit der Help Alliance ist meine Rolle als Projektleitung eigentlich das Bindeglied zwischen der Help Alliance und zwischen Klein, um mit zu entscheiden oder mit zu koordinieren, wo die Help Alliance wirklich an den richtigen Stellen helfen kann. Und das ist auf der finanziellen Seite. Einmal hat die Help Alliance uns über sogenannte Stärkenpatenschaften unterstützt, also tatsächlich gezielt für Kinder in Mainz wie auch in Hamburg Lernferien finanziert. Und das Zweite, was Mohamed auch sagte, dieses Social Volunteering, dass wir schauen, wo können Lufthansa-MitarbeiterInnen gut helfen, eben als Lehrer, Lehrerinnen. Und was schön ist, dass die Help Alliance da wirklich mit drauf achtet, dass es zielgerichtet ist. Also es geht nicht um eine Bespaßung von Mitarbeiterinnen, es geht nicht um Team-Events, sondern wirklich darum, gezielt in Projekten mit anzupacken und zu helfen. Und vielleicht auch nochmal zu Corona. Auf der einen Seite profitieren wir irgendwie davon, dass mehr Leute unfreiwillig gewonnene Zeit haben, die sie ins Ehrenamt investieren können. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass einfach Finanzmöglichkeiten wegfallen. Also der Help Alliance brechen Spendenmöglichkeiten oder Spendeneinnahmen weg. Wir sehen das bei anderen Stiftungen, wir sehen das bei Ländern und Kommunen, dass sie ihre Gelder neu verteilen müssen. Und das finde ich schon eher eine besorgniserregende Entwicklung, ne? Dass irgendwie diese Lücke größer wird. Der Bedarf an Förderungsprojekten wächst, auch gerade während der Krise, und gleichzeitig gehen Mittel zurück und wir sind mehr denn je auf Spenden angewiesen. Ja, das sprichst du ein wichtiges Thema, denke ich, auf jeden Fall an. Du bist Projektleiterin für dieses Projekt, deine Hauptansprechpartnerin auf der Seite von Climb. Dafür ist Anna. Ist Vollzeit bei Climb angestellt und Lokalkoordinatorin für alle in Mainz stattfindenden Climb-Lernferien. Die Climb-Lernferien zeichnen sich ja, wie wir gehört haben, dadurch aus, dass sie bei Kindern und Erwachsenen den Blick für die eigenen Stärken wecken und Mut machen, Herausforderungen anzunehmen. Anna, Frage an dich, wie schafft sie das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Christine hat tatsächlich schon ganz viele Elemente und schon gerade aufgezählt. Und eine ganz konkrete tatsächlich Methode oder Sache ist, dass wir uns auf überfachliche Kompetenzen fokussieren, die wir mit fachlichem Lernen verbinden in Mathe und in Deutsch. Das, was Christine gerade auch schon teilweise angedeutet hat, und das sind bei uns die Zukunftskompetenzen. Das heißt, die reflektieren wir auch in den Lernzeiten mit den Kindern. Das sind Sachen, die das sind Resilienzfaktoren, die dazu führen, dass die Kinder weitermachen können, dass sie gestärkt werden in der Schule und in diesem Umfeld. Resilienz ist also die psychische Widerstandsfähigkeit, gegen Hürden und Hindernisse weiterzumachen, anzugehen und dadurch eben doch auch Chancen nutzen zu können, die einem sonst verwehrt bleiben. Genau.
Und das machen wir mit den Container-Kriterien, die konnte man eben hinter Christine sehen und sieht man jetzt eventuell auch gleich nochmal in einem kleinen Video. Das ist zum Beispiel der rote Container für Selbstbewusstsein, also was hilft den Kindern und was können sie richtig gut, aber auch das Durchhaltevermögen, als es schwierig war, habe ich weitergemacht, Rücksicht, und Teamfähigkeit, Planungs- und die Umsetzungskompetenz. Genau. Und auch das wird genutzt. Warum ein Container? Weil man die in Hamburg, aber auch hier auf dem Rhein ja so schön schippern sieht und jedes Kind hat einen Containership, wo es sich Kompetenzen aufladen kann über die Lernferien hinweg. Also sehr toll sehen kann, was sich entwickelt und wie es sich auch genau weiterentwickelt und in welchen Kompetenzen es gestärkt wurde. Das heißt, selbst mit den Grundschulkindern reflektieren wir und regen sie auch an zum selber reflektieren und das funktioniert ganz großartig. Anderes Element ist auf jeden Fall die Stärkenorientierung, wie Gregor und Christine auch schon angedeutet haben. Und dass wir hier mit sehr motivierten Erwachsenen, Kleinlehrern und Lehrerinnen arbeiten, die genau diese Stärkenorientierung eben weiterführen und den Kindern zeigen, was sie richtig gut können. Danke. Jetzt ist schon auch ein paar Mal irgendwie das Wort Erwachsene, Kleinlehrer, Lehrerinnen gefallen. Ihr kümmert euch ja neben dem Fokus auf die Kinder auch um Erwachsenenbildung. Wie macht ihr das und wird das nicht irgendwie zu viel? Tatsächlich sind wir der Meinung, das ergänzt sich sogar richtig gut und ist sehr, sehr wichtig, um auch die Qualität der Lernzeiten und der Lernferien für die Kinder wieder sicherzustellen, dass wir sehr intensiv mit den Erwachsenen arbeiten. Und gleichzeitig ist es auf unserer Seite auch wichtig, jedes Kind, das wir erreichen, da haben wir natürlich einen Impact. Das Kind geht gestärkt durchs Leben und mit jedem Erwachsenen, den wir erreichen, das sind viele angehende Lehrer und Lehrerinnen, die diese Kompetenzen und den stärkenorientierten Blick verinnerlichen, erreichen wir in Zukunft noch viel mehr Menschen. Also die wirklich als Multiplikatoren und Multiplikatorinnen zu sehen und dadurch zu stärken. Deswegen sind uns unsere kleinen Lehrer und Lehrerinnen als Zielgruppe auch sehr wichtig. Das heißt, genau, wir machen das durch Vorbereitungswochenenden, an denen die Lehrer und Lehrerinnen teilnehmen. Wir machen morgens, bevor die Kinder ankommen, noch kleine Sachen, um gut in den Tag zu starten, um gut vorbereitet zu sein. Und auch nachdem die Kinder schon gegangen sind, bleiben unsere Erwachsenen noch hier und reflektieren selber, schauen selber, planen gut den nächsten Tag und wir machen einen großen Fokus darauf, was ist eigentlich meine Lehrpersönlichkeit, wie möchte ich lehren und den Kindern Dinge beibringen, wie kann ich das mit dieser stärkenorientierten Art verbinden, was fände jeder spannend und wie kann ich das nutzen. Das heißt, es ist ein geschützter Rahmen, um sich auszuprobieren und diese Praxis eben direkt auch zu reflektieren und sich dadurch Dinge ganz viel mitzunehmen für den späteren Lehrberuf. Genau. Und ja, dieser Multiplikatorin-Ansatz klingt auf jeden Fall logisch. Da erreicht man, glaube ich, dann auf lange Sicht noch deutlich mehr Kinder. Ihr beide seid jetzt ja gerade vor Ort in der Schule und dann wird uns natürlich auch nochmal ganz konkret interessieren, was denn Corona jetzt für Auswirkungen auf die Projekte mit den Kindern in den kleinen Lernferien hat. Kannst du uns da noch einen kurzen Einblick geben? Gerne, klar. Also es sind natürlich ganz viele konkrete Veränderungen, Sachen, die wir anpassen mussten, um die Ferien überhaupt durchführen zu können unter Corona-Bedingungen. Das heißt Hygieneregeln, Abstandsregeln. Man hat es eben im Video schon gesehen, die Kinder tragen Masken, sie sitzen einzeln am Tisch, die halten Abstand. Und trotzdem sieht es nach einem bewegten Unterricht aus, die können viel spielerisch machen und auch viel ist möglich, ohne dass man die ganze Zeit aneinander hängt. Also wir haben eben das eingeführt, diese Abstandsregeln, wir haben Masken eingeführt. Es sind kleinere Gruppen als sonst, wodurch sich auch unser Schlüssel, also wie viele Erwachsene auf die Kinder kommen, hat sich verändert. Das waren sonst immer 5 Kinder für einen Erwachsenen und jetzt sind wir bei 4 Kindern und einem Erwachsenen. 8 bis 10 Kinder in der Klasse mit 2 bis 3 Lehrern und Lehrerinnen. Das sind Dinge, die sich verändert haben. Das ist natürlich einerseits auch schwierig, macht es auch manchmal anstrengend und gleichzeitig merken wir, dass es unglaublich gut funktioniert und die Kinder und die Erwachsenen eben auch sehr sehen, warum das wichtig ist, damit sie überhaupt hier sein dürfen und die Lernferien stattfinden können.
genau, auch so Sachen wie regelmäßiges Händewaschen. Wir bekommen Essen von einem Caterer, das jetzt aber einzeln verpackt ist. Viele Dinge, die sich da verändert und angepasst haben. Und positiv oder hilfreich war aber tatsächlich durch Corona, dass wir jetzt noch mehr engagierte Menschen gefunden haben, die Lust haben, sich zu engagieren, vielleicht weil sie sehen, dass es Bedarf gibt, einen höheren Bedarf und weil sie die Kinder unterstützen wollen und die Zeit dafür haben, weil andere Dinge ausfallen. Das heißt, wir hatten zum ersten Mal auch wirklich weniger Probleme, viele engagierte Menschen zu finden, die ihre 2 Wochen ihrer Zeit hergeben. Cool, danke. Das heißt, auch bei euch waren Umplanungen notwendig. Konzepte mussten angepasst werden an die vorherrschenden Bedingungen, aber es kam jetzt nicht zu einem kompletten Stopp, sondern es ist schön zu hören, dass die Lernferien, Kleinlernferien weiterhin stattfinden und auch die Kinder sich so ganz gut an die Situation gewöhnt haben oder angepasst haben. Zum Schluss vielleicht noch ein paar Zahlen. Dieser geschützte Rahmen von den kleinen Lernferien einfach mal wieder unbeschwert sein und sehen, dass Schule Spaß machen kann. An welchen oder an wie vielen Standorten bietet ihr den Kindern diese Möglichkeit an und wie viele Kinder habt ihr in diesem Jahr erreicht? Also wir sind mittlerweile bundesweit in 7 Städten, also an 7 Standorten vertreten. Das fing an in Hamburg, wir sind aber auch in Dortmund, eben in Mainz, in Mannheim und in Bremen. Und diesen Herbst tatsächlich, also jetzt gerade auch am Montag, haben die Lernferien in Kiel und in Bonn gestartet zum allerersten Mal. In Mainz und in Hamburg zusammen erreichen wir dieses Jahr oder haben wir jetzt im Herbst zusammen tatsächlich 240 Kinder ungefähr. Also hier in Mainz sind wir gerade bei 120 Kindern, die aktuell an 3 verschiedenen Schulen in Mainz teilnehmen. Hier an der Schule, an der wir sind es tatsächlich sogar 60 Kinder. Das heißt, wir haben 6 Klassen mit jeweils ungefähr 10 Kindern. Also ganz schöne Zahlen. Genau. Ich glaube, insgesamt in 2019 haben wir 920 Kinder in ganz Deutschland erreicht. Das ist eine Zahl, die ich jetzt gerade noch im Kopf habe. Genau. Beeindruckend. Anna, auch für dich abschließend die Frage. Du bist ja vorhin auf die Container drauf eingegangen, also wie bei euch Kinder und auch Erwachsene spielerisch Zukunftskompetenzen und Resilienz lernen. Welchen Container würdest du denn dir heute geben? Ich glaube, ich würde mir den orangen Container geben dafür, dass ich bin auch etwas aufgeregt durch dieses Live-Format und hier das vorzustellen und ich habe die Lektion natürlich trotzdem weitergemacht und es macht sehr viel Spaß, hier mit euch zu sein. Genau, deswegen gebe ich mir einen orangenen Container für, ich habe weitergemacht, auch als es schwierig war. Super, danke, dass ihr von der Schule live aus so weiter mitgemacht habt. Wir werden gleich nachher nochmal zu euch schalten. Jetzt möchte ich aber noch ein paar Fragen an Markus stellen. Neben Markus und Christine haben sich auch schon viele andere Lufthansa Group Kolleginnen in Hamburg und Mainz bei den kleinen Lernferien engagiert. Es waren Piloten, Flugbegleiterinnen oder Kolleginnen aus den administrativen Bereichen vor Ort, waren mit im Kletterwald oder haben ihre Berufe spielerisch vorgestellt. Jetzt gerade ganz aktuell ist ein dualer Studierender von Austrian Airlines in Hamburg als Kleinlehrer mit dabei für die gesamten Lernferien. Und um mal so ein bisschen Eindruck zu bekommen, auch von der Perspektive vom Volunteer, haben wir jetzt eben Markus mit dabei. Mitarbeiter bei, ich glaube, im technischen Bereich bei Lufthansa. Und Markus, bevor es losgeht, du warst auch unter Corona-Bedingungen jetzt im Sommer mit dabei. Was kannst denn du richtig gut? Ich kann gut zuhören und habe immer ein offenes Ohr, wenn jemand eines braucht. Ja. Schön, dann hörst du jetzt sicherlich hier auch gern meinen Fragen zu und kannst uns nette Antworten liefern. Wie bist du überhaupt im Herbst letzten Jahres auf das Projekt aufmerksam geworden? Warum wolltest du das Projekt unterstützen und was genau hast du denn damals dann gemacht? Genau, ich bin auf einer Infoveranstaltung letztes Jahr im August der Help-Allianz auf das Projekt Climb aufmerksam geworden. Warum ich da mitmachen wollte, ich fand die Idee, die hinter Climb steht, sehr interessant und abseits vom klassischen Lernansatz. Deswegen wollte ich mir das Ganze einmal genauer anschauen. Ja. Und was ich gemacht habe, ich war an 2 Tagen dabei.
im Herbst, einmal beim Kletterwaldausflug und einmal beim Day as a Teacher plus Berufe-Special. Beim Kletterwaldausflug haben wir halt mit den Kids zusammen den Kletterwald erkundet. Genau, es hat super Spaß gemacht. Und beim Day as a Teacher haben wir die Lernzeiten Deutsch und Mathe unterstützt. Bei den normalen Lehrern, sage ich jetzt mal, die halt die ganzen vollen 2 Wochen dabei waren. Und beim Berufe-Special konnten die Kids in die Berufswelt der Erwachsenen eintauchen. Und ich habe den Beruf Fluggerätmechaniker genauer vorgestellt. Super, hat die Kinder sicherlich ja auch interessiert oder fanden sie spannend, weil das vermutlich noch nicht so oft vorkam. Genau. Das Ganze hat dir dann so gut gefallen, dass du dieses Jahr im Sommer direkt wieder dabei warst. Die ganzen 2 Wochen. Erzähl uns doch mal davon, wie das dann ist, wirklich auch so lang dann dabei zu sein. Also das war definitiv eine sehr schöne und spannende Erfahrung mit den Kindern und den anderen Lehrern. Wir waren mit 2 Lehrern pro Klasse zuständig, 10 Schüler, und haben zusammen den Unterricht vorbereitet, haben zusammen diverse Workshops besucht. Ja, genau. Halt für die eigene Erwachsenenbildung haben wir halt auch einiges getan. Gut, und so ein bisschen der Unterschied von nur mal kurz reinschauen und die 2 Wochen mitmachen. Was Genau. kannst du dazu sagen? Natürlich ist der Unterschied riesig. Ich meine, 2 Tage dabei sein, halt mal Kletterwald oder einfach nur Berufe-Special, das ist halt, ja, mal kurz reinschnuppern. Wenn man halt 2 Wochen am Stück wirklich den Unterricht plant, immer für die Kids da. Also ich meine, die Kids bauen ja auch einen Bezug zu einem auf. Man lernt sich ganz anders kennen und das war halt eine sehr, sehr schöne Erfahrung, wirklich, das mal aus der Perspektive zu sehen. Das freut mich zu hören. Nochmal kurz würde ich auf das Thema Sternenmomente eingehen. Das ist auch was Climb mit ihrem Konzept drin hat. Da geht es um besondere Erfahrungen und Erlebnisse oder Entwicklungsschritte, die man den Kindern sozusagen ja, mitgeben kann. Und darüber werden dann auch die Grundschullehrerinnen, Lehrer oder Eltern informiert. Kannst du dich noch an so einen Sternmoment aus dem Sommer erinnern? Ja, also das war ein sehr lustiger Moment auch. Wir waren im Kletterwald und ich hatte Alia in meiner Gruppe. Sie war 6 Jahre alt damals, also noch recht klein, aber sie war sehr, sehr mutig. Und am Anfang haben wir halt so genannte Mutbonbons bekommen, die wir halt den Kids geben sollten, falls sie halt doch mal nicht weiter konnten. Und an einer Stelle konnte halt Alia nicht weiter. Und da bin ich halt zu ihr hin und habe ihr gesagt, guck mal Alia, ich habe hier einen Mutbonbon für dich, der gibt dir ganz viel Mut. Und Alia sagt ganz trocken, meine Mama hat mir verboten, von Fremden Süßigkeiten anzunehmen. Und ich, total perplex, sagte, aber Alia, wir kennen uns doch schon seit über einer Woche, ich bin dein Lehrer. Ja, das stimmt. Möchtest du einen Bonbon haben? Nein, ganz trocken nein. Also das war super lustig, wirklich. Ja. Okay, klingt nach einem ja, spannenden Moment, den man sicherlich vielleicht auch nicht direkt so Ja. Erwartet hat. Genau, du warst jetzt schon mal als Volunteer vereinzelt dabei für auch einmal die kompletten 2 Wochen. Was nimmst du daraus für dich persönlich mit? Was ich für mich persönlich davon mitnehme, sind auf jeden Fall gute Erinnerungen, das Gefühl, den Kindern eine gute Zeit beschert zu haben, Freundschaften, aber auch die Workshops, ja. Okay, und was würdest du jetzt Kolleginnen oder Kollegen empfehlen, die sich auch ehrenamtlich engagieren möchten? Hast du da irgendwie einen Tipp? Du bist da die ganze Kette, sage ich schon mal, von Interesse bis hin wirklich mitgemacht, schon mal durchlaufen? Ja, dass es vielleicht manchmal besser ist, einfach ins kalte Wasser zu springen, über den Tellerrand hinauszuschauen und mit ganzem Herzen dabei zu sein. Der Rest kommt von selbst. Danke, Markus. Das sind tolle Worte. Ich bin mir sicher, dass du ein paar andere Zuschauerinnen und Zuschauer von uns da draußen auch inspiriert hast, einfach mal mitzumachen. Ich bin mir auch sicher, dass es bei dir nicht das letzte Mal war, dass du dich bei Climb Lernferien oder bei einem anderen Projekt engagiert hast. Ja. Jetzt haben wir sehr viel über die Climb Lernferien gehört, über die Methodik, über die Zusammenarbeit mit Helplines. Zum Abschluss möchten wir jetzt aber auch nochmal hören, wie das denn eigentlich bei den Schülerinnen und Schülern vor Ort ankommt und was sie denn eigentlich an dem Konzept der Lernferien wirklich begeistert. Und weil das Ganze technisch einfacher ist, wenn ich es an Anna und Christine, die vor Ort in der Schule sind, übergebe. Jetzt genau das Wort an Anna. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet und ich sehe auch schon, dass da 2 Schüler und eine Schülerin bereit sitzen mit ihren Masken an. Anna, übernimm doch mal bitte für das Interview vor Ort.
Ja, vielen Dank, Gregor. Genau, wir haben hier gerade Besuch von 2 Kleinkindern. Wie heißt ihr denn eigentlich? Also ich bin Lena. Ich bin Colin. Hi, Lena und Colin. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr bereit seid, mit mir ein Interview zu führen. Wie ist es denn? Seid ihr eigentlich das erste Mal bei den Lernferien dabei? Nee, ich bin seit der 1. Klasse hier. Seit der 1. Klasse, das heißt, wie oft warst du schon bei Klein? 4 Jahre jetzt. Wow. Und bei dir, Lena? Ich war auch seit der 1. Klasse hier, also auch 4 Jahre. Ihr seid also schon richtig erfahrene Kleinkinder und kennt euch aus. Klasse. Was ist denn etwas, was euch besonders gut gefällt an dem Programm oder an den Lernferien? Also am Programm gefällt mir irgendwie, dass wir in den Kletterwald gehen. Wir machen ja Ausflüge und so Sachen. Also das gefällt mir ganz gut. Und es ist ja so, dass in den Ferien manche jetzt nach Ländern fliegen und sowas. Und dann ist Mama und Papa ja auf der Arbeit manchmal. Und dann kann man ja sich bei Klimp anmelden und dann ist man hier bis 15 Uhr. Und dann kommt die Mama nach Hause und dann sind wir da. Weil ein paar Stunden zu Hause ist ja auch langweilig. Also hier macht es ganz Spaß. Und ja, Cool. Also ich finde auch die Ausflüge gut. Es gibt ja manche, die nicht hier hinkommen, weil sie ja lieber zocken. Aber ich finde eigentlich, hier hat man mehr Spaß eigentlich als zu Hause. Hier kann man sehr gute Freunde finden. Man macht hier Projekte zusammen. So wie letztes Jahr, da war ich in der Lokomotivengruppe. Da haben wir den kompletten Flughafen auch zusammengebaut. Wow. Und ja. Cool, das klingt schon richtig spannend. Und jetzt habt ihr ja auch gerade gesagt, ihr wart schon ganz oft dabei und jetzt gerade ist ja mit Corona sind ein paar Sachen anders. Was ist denn gerade für euch anders? also dass wir am Platz die Masken aufsetzen müssen. Und wir haben ja einen Tisch für uns alleine. Wir sitzen dann alleine und nicht mit Partner. Und wir haben jetzt einen Klebestreifen in der Mitte des Tisches, dass eine Seite die Ruheseite ist und die andere Seite die Arbeitsseite ist. Und Klappt das gut? ja, manche sind halt, gehen halt nicht auf die Ruheseite, weil die eher arbeiten möchten. Weil bei uns ist es so, wir sind die einzigen Viertklässler der Fahrradgang und dann gehen ja die Viertklässler nicht so oft auf die Ruheseite. Ja, das ist anders hier bei Klimp jetzt. Und es gibt auch so Rituale, oder? Ich habe gesehen, du hast ein Ritual, eine Sache mitgebracht, die jetzt anders ist bei Corona. Ja. Willst du das einmal erklären? Oder Also wir haben ein Klo-Chip gebastelt. Da ist die Kamera. Ja. Und also wenn jemand aufs Klo ist, dann steht er vom Platz auf und wir haben dann so einen kleinen Karton, da steht ein Fahrrad drauf, hinten ist ein Licht und wenn man die Klokarte dann reinschiebt, dann leuchtet das Licht hinten und dann kann man erkennen, ob ein Kind auf dem Klo ist und dann, wenn die Karte wieder draußen ist, auf dem Platz ist, kann der Nächste immer kommen. Super, das ist ja geschickt, um zu wissen, dass wenn jemand da ist und nur ein Kind darf aufs Klo, ne? Dass ihr da nicht zusammen. Nur wenn jemand ganz, ganz dringend muss, soll er sich ja nicht in die Hose machen, sondern dann kann er schnell auch hinflitzen. Ah, das ist gut zu wissen, ne? Dass man in Notfällen darf man auch Ausnahmen machen. Ja. Okay. Und was gibt es oder gibt es etwas, was ihr richtig gut könnt, was ihr hier vielleicht schon einbringen könnt? Ja, ich konnte eine Sache hier nicht springen, aber ich kann gut rennen. Nur hier kann ich keine Karate machen. Karate kannst du auch, richtig. Und du? Also ich konnte hier fast gar nichts einbringen. Also, aber es hat Spaß gemacht hier auf jeden Fall. Ich mag ja Rennen und dann kann man ja draußen rennen, wenn es Pause ist und sowas. Und also ich mag gern Sport und das konnte ich ja hier auch nicht einbringen, weil wir sind ja hier nicht im Turnverein. Du gehst gerne in den Turnverein, hast du vorhin erzählt. Ja. Ne? Anna, Ja. ganz kurz einmal, wir haben eine erste Frage, die reingekommen ist von Nina, weil auch gerade das Stichwort Spaß schon fiel. Was macht euch denn bei Climb besonders viel Spaß?
Also, dass wir in den Kletterwald gehen, das macht uns ganz viel Spaß. Also mir machen hier sehr viele Ausflüge sehr Spaß und wir basteln auch hier viel, machen Projekte. Was habt ihr denn eben in der Lernzeit gemacht? Ihr habt In der Lernzeit habt ihr vorhin schon was gezeigt, oder? haben wir Ein Spiel gebastelt. das Spiel gebastelt mit einer Figur, die wir dann, ja, ich sehe die Kamera, die wir dann, da hat der Colin ein Spielfeld Und den mitgebracht und einen Würfel und das Spiel heißt Leiter Schlange oder irgendwie sowas und dann, also mein Spielfeld ist noch nicht ganz fertig, deswegen hat der Colin es mitgebracht und ja, das haben wir vorhin gebastelt. Cool. Und ich habe gehört, wir haben ja auch diese Briefe bei Climb, von denen hat die Christine vorhin schon erzählt. Und einer von euch hat, glaube ich, einen Brief mitgebracht, den ihr mal vorlesen wollt, oder? Ja. Also ich habe einen Brief von der Marie gekriegt, da steht drin, ich wünsche dir ganz viel Glück Schön, das ist beim schön. Interview. Das heißt, das sind Briefe, die ihr euch gegenseitig dann auch schreiben könnt. Ja. Toll. Briefe sind privat. Eigentlich? Es wird immer unterschrieben, sie sind freundlich. Da hatten wir auch Briefe, die nicht so freundlich waren. Manche Briefe sind auch so in die Privatsphäre gegangen von jemandem. Und das wird dann thematisiert. Und ja, da haben wir da hat die Marie einen Brief von jemandem gekriegt, wo stand, Marie ist in Mama verliebt. Das hat die gar nicht toll gefunden. Also das war schon... Genau, und trotzdem schreibt ihr euch auch so schöne Briefe, in Ja. denen du gerade zum Beispiel bekommen hast. Das gibt es auch. Mama, du verliebt? Ja. Oh. Ja. Genau. Und ihr habt beide auch euer Containerschiff mitgebracht. Ja. Colin, was für einen Container würdest du dir denn jetzt vielleicht geben? Einen orangenen. Das mal in die Kamera. Einen orangenen für Durchhaltevermögen, weil ich zitter eigentlich gerade sehr, aber ich mach's durch. Teamfähigkeit, weil wir gerade alle zusammenarbeiten. Ja, das wäre es eigentlich. Super. Und Lena, möchtest du dir noch einen geben? Ja, also Selbstbewusstsein, weil man von der Kamera immer selbstbewusst sein muss. Und ja. Super. Richtig klasse. Gregor, gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ja, vielen Dank, ihr zwei schon mal, dass ihr hier wirklich so mutig vor der Kamera seid und uns so viele Einblicke aus eurer Sicht auch zu den kleinen Lernferien gebt. Wir haben gerade noch mal eine Frage reinbekommen von Claudia, was denn in den Lernferien nach der Lernzeit gemacht wird. Also es gibt hier zum einen die Lernzeit, aber was wird denn danach gemacht? Könnt ihr das vielleicht noch mal kurz erzählen? Nach der Pause? Ja. Genau. Auch bei den anderen Kleins vielleicht. Also ich glaube, dass nach der Pause nochmal eine kleine Briefezeit ist oder wir haben dann Deutschunterricht oder Mathe. Und ja, also nach der Pause ist ja Mathe oder Deutsch, glaube Wenn ich. wir Ja. zum Beispiel Deutsch fertig haben, wir haben ja so einen kleinen Plan. Da wird dann immer runtergesetzt. Jetzt sagen wir haben Phasentrenner. Und danach kommt kreative Phase oder sportlich. Und das wird dann, machen wir unsere fertigen Sachen weg und danach fangen wir mit dem nächsten an. Was macht ihr zum Beispiel so in so einer kreativen oder einer sportlichen Phase? In der kreativen oder sportlichen Phase machen wir meistens Basteln oder so irgendwas mit Sport halt. Wir haben jetzt auch ein neues Projekt angefangen. Also es ist so, dass wir ein Rohr haben, also so ein Küchenrohr. Und dann stechen wir da Holzstäbe rein
Und dann, wenn es fertig ist, da gehen wir die ganze Zeit die Naht entlang, die da zu sehen ist, ganz leicht. Und dann füllen wir da Steine rein und machen unten einen Deckel hin und oben einen Deckel. Und dann, ja, dann Macht das so Regengeräusche. ja, so Regengeräusche, wenn man die so Regen dreht. machen. Das ist mal Klasse. dreht. Ja. Das klingt doch richtig gut. Super. Ja, danke euch beiden. Also, was ihr auf jeden Fall gut könnt, ist Interview führen und das wie ja, ein abgeklärter Profi. Danke, dass ihr und auch danke an dich, Anna, dass du das Interview vor Ort geführt hast. Ich würde jetzt die Fragerunde nochmal ja, öffnen, auch an alle anderen Gäste, die wir heute im Call haben und ihr könnt euch vor Ort, sage ich mal, zurücklehnen und wieder zurück in die Klasse gehen. Danke, dass ihr dabei wart. Genau, eine Frage, die jetzt hier gerade im Chat drin steht, richtet sich an Christine und Markus. Ihr wart ja beide bei den Lernferien dabei schon in verschiedensten Funktionen. Was war denn euer schönstes Erlebnis? Markus hat uns vorhin schon was erzählt. Vielleicht hast du noch ein anderes auf Lager oder vielleicht kann auch die Christine sich schon wieder direkt einschalten. Aber ich glaube, die haben noch eine kurze Umbauphase. Also vielleicht, Markus, vielleicht hast du noch ein anderes für uns auf Lager. Ja, also ich meine generell einfach mit den Kindern den Unterricht zusammen machen. Da sind so viele verschiedene Persönlichkeiten drin, das wird halt immer recht turbulent, aber auf eine angenehme Art und Weise. Also einfach der Unterricht zusammen. Das ist halt immer sehr schön. Ja. Super, jetzt sehe ich, dass die Christine auch schon wieder ins Bild springt. Zumindest kann ich das schon sehen. Bist du auch schon wieder zu hören? Ist das Mikro schon wieder laut? Ich habe auch das Mikro, glaube ich, schon wieder angeschaltet. Perfekt. Hast du auch ein schönes Erlebnis, das du mit uns teilen möchtest von den kleinen Lernferien? Ich habe auch, wie der Marco schon sagte, man hat irgendwie ganz, ganz viele schöne Erlebnisse, aber eins, auch so an meiner allerersten, aus einem der ersten kleinen Lernferien, wir arbeiten auch mit den Kids so ein kleines Ziel, was sie sich für die Lernferien vorgenommen haben. Und der Khalil damals, der wirklich noch nicht gut Deutsch konnte oder noch nicht gut schreiben konnte, weil er ein geflüchtetes Kind ist oder war, hat sich vorgenommen, eine Geschichte vom Kletterwaldausflug zu schreiben. Und die wollte er gerne mit mir gemeinsam schreiben. Und ich habe es echt vergessen. Und also wirklich eine Viertelstunde kam er total traurig zu mir, schon in seiner Jacke, und eigentlich war er schon kurz vorm Tschüss sagen, mit Frau Klemmer, wir haben die Geschichte noch nicht geschrieben. Und dann haben wir uns nochmal gemeinsam in den Klassenraum gesetzt, haben wieder Stühle runtergestellt und ich habe ihm halt geholfen, ein bisschen vorgeschrieben, ein bisschen diktiert, und er saß in seiner dicken Jacke schon da und wir haben diese Geschichte nochmal geschrieben. Das war total schön irgendwie, dass der Khalil sich daran erinnert hat. Danke. Es geht hier gerade direkt ja, weiter mit den Fragen. Jetzt kommt die Frage rein, geht um die Freiwilligen, also um die Volunteers, was wir vorhin ja auch schon thematisiert haben. Zum einen, ob es nicht momentan viel mehr Arbeit ist, Freiwillige wirklich einzusetzen in Corona-Zeiten, wegen irgendwie Vermischen und Bestimmungen. Oder ja, zusätzlich, was für einen Mehrwert euch die Freiwilligen denn eigentlich bringen? Könnt ihr da entweder Markus oder Christine nochmal kurz drauf eingehen? Oder Anna, wenn Anna auch schon wieder ready ist. Hi. Wir machen jetzt doch einmal mit Masken und nebeneinander, weil meine Kamera ausgefallen ist. Technische Probleme. Genau, also tatsächlich ist es momentan so, unter Corona-Bedingungen sind diese eintägigen Volunteering-Einsätze leider nicht mehr möglich, gerade weil wir diese strikte Klassentrennung haben, eben auch kleinere Gruppen, immer die gleichen Menschen zusammen, sodass wir sagen, da jemanden für einen Tag mit reinzubekommen, der wieder ganz viele Kontakte von außen mitbringt, ist uns zu riskant. Was man eben machen kann, und so kam Markus dann auch dazu, im Sommer gleich 2 Wochen dabei zu sein, ist, sich wirklich für die 2 Wochen lang zu engagieren und ja, dann eben wirklich einfach einmal die Lernferien komplett mit zu durchlaufen und dementsprechend einfach eine feste Klasse zu haben und dabei zu sein. Und das unterstützt uns wirklich sehr, sehr dolle und ist dementsprechend jetzt nicht mehr Aufwand in der Einarbeitung, dadurch, dass alle unsere anderen Ehrenamtlichen ja auch eingearbeitet werden.
Super, wir bleiben, glaube ich, genau im gleichen Thema. Es kamen nämlich 2 Fragen rein. Ich würde sie erstmal an Mohammed weiterleiten, glaube ich, eher übergreifend. Zum einen, ja, Lob, tolles Projekt, wie kann ich mitmachen? Aber auch nochmal übergreifend von Maike, wie kann ich trotz Corona helfen? Vielleicht, Mohammed, du nochmal allgemein bezogen auf die verschiedenen Help Alliance-Projekte und dann gerne auch nochmal Christine oder Anna ganz kurz, ganz konkret für Kleinlernferien, und was da in Zukunft noch quasi kommt. Genau, also wir bekommen auch gerade aufgrund der Kurzarbeit bei vielen Kolleginnen und Kollegen sehr viele Anfragen, wie kann ich dann konkret unterstützen. Da versuchen wir immer bei den Projekten anzufragen, was gerade zum Beispiel gebraucht wird. Wir können auch Volontäre und Kolleginnen und Kollegen konkret unterstützen. Da haben wir von ganz persönlich, zum Beispiel da in Flörsheim oder über den Tellerrand in Frankfurt, Kolleginnen und Kollegen, die persönlich da vor Ort unterstützen, zum Beispiel über eine Hausaufgabenbetreuung in Flörsheim oder Betreuung oder Mentoring von geflüchteten Menschen über den Tellerrand. Wir haben auch virtuelles Volunteering, wo Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel Online-Workshops, wie gesagt, zum Beispiel für Projekte auch nicht nur in Deutschland, auch in Indien zum Beispiel Englischunterricht anbieten. Das hat auch bisher wunderbar funktioniert und wir haben wirklich eine sehr positive Resonanz bekommen, sowohl von den engagierten Kolleginnen und Kollegen, aber auch von der Organisation und von den Begünstigten. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite können viele auch unterstützen, indem sie natürlich auch über unsere Aktionen berichten. Also sobald sie auch einen Einsatz bei uns gemacht haben, können sie auch da gerne auch nochmal eine Rückmeldung geben, damit wir auch ganz genau wissen, wie wir das in der Zukunft auch anpassen können. Danke. Und bevor wir jetzt nochmal spezifischer auf Climb reingehen, kommt nochmal eine andere oder zusätzliche Frage von Inga. Ja. Die ist nämlich in der Help Alliance Community in Hamburg sehr engagiert. Sagt, sie sind eine große Community und wie sie denn Climb-Lernferien in Hamburg ja noch besser unterstützen können mit Volunteering-Aktivitäten. Also das, glaube ich, nochmal an Anna und an Christine gerichtet. Ihr seid gerade noch auf Stumm? Jetzt geht es, oder? Ja, jetzt hören wir euch. Wunderbar. Also tatsächlich ist in Hamburg eine sehr ähnliche Situation und auch da suchen sie immer wieder Menschen, die vielleicht sogar Lust haben, sich die 2 Wochen lang zu engagieren und dabei zu sein als Kleinlehrer oder Kleinlehrerin. Und sobald sich die Auflagen lockern, auch super gerne wieder für einzelne Tage bei der Begleitung in den Kletterwald oder in ein Berufes-Special, so wie wir das hier in Mainz auch schon hatten. Also das sind sehr ähnliche Möglichkeiten, sich zu engagieren, an sich auch immer wieder zwischendrin natürlich durchs Bekanntmachen oder genau, unterstützen, immer wieder davon erzählen, dass es uns gibt in Hamburg, das Netzwerk zu erweitern. Genau. Willst du noch was ergänzen? Ja, vielleicht, wir haben darüber nachgedacht, ob innerhalb der Lufthansa-Gruppe, aber im Prinzip gilt es auch für außerhalb, wenn uns gerade noch andere zuschauen, was man vielleicht an Sachspenden mit reinbringen kann in solche Projekte. Also gerade in Zeiten, wo tatsächlich echte Finanzmöglichkeiten überall schwierig sind, haben wir überlegt, gibt es nicht Busmöglichkeiten, also dass wir unterstützt werden von Busunternehmen, die Kids zum Kletterwald fahren können. Das gilt für Hamburg, für Mainz, für die anderen Städte. Oder Caterer oder Kantinen-Caterer, die uns unterstützen können, eben unter Corona-Bedingungen für die Kids mittags ein Mittagessen bereitzustellen. Oder morgens ein kleines Frühstück, weil das natürlich auch häufig Kinder sind, die vielleicht zu Hause nicht so regelmäßig Mahlzeiten bekommen. Das sind so die großen Kostenblöcke. Also einfach auch so ein bisschen kreativ sein, wo kann man vielleicht anders unterstützen mit Möglichkeiten, die man hat. Weil nicht jede von uns wird 2 Wochen lang Zeit haben, um in den Lernferien tatsächlich aktiv mit zu sein. Ja, da sind ja schon ein paar gute Ideen dabei. Die nächste Frage, die bei uns im Chat steht, lässt sich darauf auch gut beziehen, um zu wissen, wie viel Vorlaufzeit man denn hätte, wenn man jetzt diese kreativen Ideen umsetzen möchte. Wann finden denn in Hamburg und Mainz die nächsten Lernferien statt? Jetzt, glaube ich, läuft ja in Mainz noch für die Herbstferien. In Hamburg ist es, glaube ich, schon durch oder läuft auch noch. Wann sind die nächsten Ferien geplant und seid ihr da schon in den Planungen drin überhaupt?
Ja, genau. Also tatsächlich finden die allernächsten Lernferien, die stattfinden, sind in Hamburg im März. Das sind die sogenannten Winterferien, glaube ich. Das ganz genaue Datum habe ich jetzt nicht im Kopf. Genau, so das sind die nächsten Ferien, die stattfinden werden und dann auch wieder Sommer- und Herbstferien. Okay, alles klar, ist notiert und werden wir dann natürlich auch entsprechend, also ihr in den Climb-Kanälen und wir auch in den Help Alliance-Kanälen mit aufnehmen. Wir haben noch mal eine sehr allgemeine Frage zu Help Alliance zum Thema Fundraising. Die würde ich eher an Mohammed kurz weiterleiten als Idee. Und zwar schreibt Gisela, ob wir denn nicht Spenden sollen an den Stellen aufstellen können, wo die Grippeimpfung stattfindet und so weiter für Change for Change, also unsere Restgelder Aktion Geld sammeln können. Ja, eine sehr gute Frage, nehme ich auch sehr gerne, oder Anregung nehme ich sehr gerne mit. Vielleicht auch kurz zum Thema Change for Change oder zu diesem Angebot. Das ist ja im Prinzip, dass Kolleginnen und Kollegen, aber auch Spenderinnen und Spender an uns quasi die Restgeld, also wenn sie zum Beispiel zu Hause oder aus ihren vorherigen Reisen Fremdwährung haben, das können sie an uns schicken, aber das können sie auch in unseren Spendensäulen einwerfen. Ja, diskutieren wir auch sehr gerne und das nehme ich auch gerne mit. Vielen, vielen Dank. Super. Dann, ich wollte gerade schon das Ende einleiten, aber eine Frage von Larissa kam mit rein, die nehmen wir mal noch mit. Wie sieht die weitere Planung in Mainz aus? Wie lange vor dem Ferienstart sollte man sich anmelden? Ich gehe davon aus, wenn man sich engagieren und mitmachen möchte. Nochmal an Christine und Anna. Richtig, die nächsten Ferien in Mainz wären dann im Sommer, weil die Osterferien hier tatsächlich sehr kurz sind. Die wurden vor 2 Jahren mal gekürzt von 2 Wochen auf 1 Woche, noch ein paar Feiertage dazu. Das ist für uns sehr schwierig, da unsere 10 Tage wirklich durchzubekommen. Gerade auch weil an Feiertagen es zum Teil schwierig ist, dass die Kinder wirklich kommen. Genau, das heißt für die Sommerferien und wie Gregor schon gesagt hat, über die Help Alliance-Kanäle und die Climb-Kanäle würden dann auch nochmal Aufrufe rausgehen. Man kann uns auf den Webseiten folgen und gucken, dann bekommt man eigentlich auch mit, wie und wann es stattfindet. Super, danke für auch diese Beantwortung der Frage. Und ja, so langsam, glaube ich, kommen keine weiteren Fragen mehr rein. Wir sind auch schon ein gutes Stück über der Zeit, vor allem mit unserem etwas verzögerten Start aufgrund von technischen Problemen. Ja, ich freue mich trotzdem, dass Sie von draußen eingeschaltet haben. Nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung, was wir denn heute in den letzten 45 bis 60 Minuten eigentlich gelernt und gehört haben. Am Anfang ging es um die Relevanz von Projekten auch hier in Deutschland, gerade auch während Corona. Wir haben ein paar Beispiele gehört. Die Help Alliance unterstützt unter anderem natürlich die Climb-Lernferien, auf die wir sehr detailliert eingegangen sind. Wir haben darüber gesprochen, wie Help Alliance unterstützt, was aber auch Volunteers von der Lufthansa Group in Projekten unterstützen können, wie die Projekte davon profitieren. Und haben die verschiedenen Perspektiven, Schülerinnen, Volunteer, Lokalkoordinatorin, Help Alliance, alle einmal quasi hören können zu diesem ganzen Thema, warum denn eigentlich auch Projekte in Deutschland wichtig sind. Klar geworden ist, glaube ich, auch, dass Corona den Bedarf insgesamt verstärkt und der Graben zwischen diesen Bedarfen in den Projekten und den finanziellen Möglichkeiten größer werden. Finanzierungsmöglichkeiten brechen weg, auch bei uns bei Help Alliance, weil wir einfach sehr stark an den Flugbetrieb von Lufthansa Group gekoppelt sind und gleichzeitig aber wachsen die Bedarfe an oder es besteht die Gefahr, dass die Armut zum Beispiel, wie Mohammed eingangs erwähnt hat, für Kinder sich weiter verschlimmert. Hier in Deutschland sind es vor allem die Themen eben der Bildung und der Betreuung. In unseren internationalen Projekten kommt dazu leider auch vereinzelt der Zugang zu gesunder Ernährung, der Zugang zu sauberem Wasser. Und ja, ich kann Ihnen nur versichern, wir als Help Alliance sind und bleiben weiterhin aktiv.
Wir halten Sie Formaten wie mit dem heutigen Help Alliance Live auf dem Laufenden und natürlich sind wir auch weiterhin auf Ihre Unterstützung ja, im Sinne von Spenden oder durch ehrenamtliches Engagement angewiesen. In diesem Sinne möchte ich mich im Namen von Help Alliance und von Climb bei allen Gesprächsgästen bedanken, aber auch bei allen Ihnen da draußen, bei allen interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern von heute. Im Verlauf habe ich ja allen Interviewpartnern und Partnerinnen Fragen im Rahmen der Climb-Logik gestellt. Also muss ich da jetzt zum Schluss wohl auch noch durch. Und ich würde mir für heute, glaube ich, auch den orangen Container geben für Durchhaltevermögen. Ja, trotz der Startschwierigkeiten habe ich einfach weitergemacht und ja, ein schönes Live-Session heute ja, moderieren können und moderieren dürfen. Und auch Ihnen möchte ich diesen kleinen Denkanstoß mitgeben, wenn Sie jetzt ausschalten. Nehmen Sie sich auch ein paar Minuten Zeit und stellen Sie sich auch mal selbst die Frage, was Sie denn eigentlich ganz gut können, was eigentlich Ihre Stärke ist. Dankeschön und bis zum nächsten Mal bei Help Alliance Live.